Heute geht es mal weiter und zwar mit wieder mal ein bisschen Cosplay-Sachen und zwar mit dem Stundenglashammer. Ich werde jetzt anfangen und erstmal den Stiel jetzt pinseln, dann da die Verzierungen drauf kommen. Und den Kopf werde ich natürlich dann auch noch machen. Aber ich fange jetzt schon mal beim Stiel an, um ein bisschen beim Bauen Zeit zu sparen. Weil mit dem Kopf kann ich erst morgen weitermachen. Ich bin bei ein paar Sachen, klappt noch nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das kriegen wir schon noch hin. Aber das seht ihr ja dann. So, dann wollen wir mal loslegen. Wenn euch das ganze Thema interessiert, abonnieren und die Bimmel nicht vergessen. Kommentare, Likes und Teilen immer gern gesehen. Dann sehen wir uns jetzt gleich, wenn ich anfange, an dem Ding weiterzumachen. Wir sehen uns. Dann fangen wir mal an, beziehungsweise fangen jetzt mal an mit Flexipaint. Das Teil, wie gesagt, da kommt jetzt Leder dran. Das ist der Knauf. Den brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube, ich hätte einen anderen Pinsel nehmen sollen. Der scheint mir ein bisschen hart. Naja, gut. Zum Auftragen soll das gehen. Ich werde jetzt einfach hingehen und werde über das Holz jetzt einfach mal Flexipaint drüber machen. Und nicht komplett, damit man das auch vernünftig aufstellen kann. Beziehungsweise eigentlich können wir doch komplett drüber machen. Aber ich glaube, das lassen wir so. Das müsste gut gehen. Also ich muss sagen, so auf dem Holz geht das eigentlich schon ganz gut. Hätte ich jetzt nicht so gedacht, aber das geht eigentlich ganz gut. Bin schon froh, dass das Holz so hart ist, weil der Pinsel ist nicht gerade ein weicher. Muss ich ehrlich sagen, hätte ich mir besser einen neuen mitnehmen sollen. Beziehungsweise ich habe vergessen, die Dinger in Wasser reinzustellen. Aber es geht auch so. Das wird jetzt quasi erstmal die Grundschichten, werde ich jetzt drauf machen, weil da will ich noch Verzierungen und Abgüsse drauf. Damit das Ganze später dann noch hübsch aussieht. Wie gesagt, soll ja für ein Kindermusical werden. Dann werde ich das Ganze jetzt erstmal zum Trocknen aufhängen und dann kommen erstmal noch ein paar Schichten drauf, bevor wir dann die Verzierungen drauf machen. Dann wollen wir mal wieder weitermachen mit dem Ganzen. Und zwar fangen wir jetzt mal mit dem Kopf an. Ich habe mal wieder so Gewindemuttern besorgt. Diesmal habe ich sie richtig reingeschraubt gekriegt. Ich hoffe, das klappt so. Dann habe ich hier schon mal ein bisschen angefangen zu sägen, weil ich habe mal so überlegt, habe mir jetzt aus dem Baumarkt, das sind so quasi so Blumenuntertöpfe, 2 Stück geholt. Habe jetzt da schon mal so ein paar Punkte gemacht, und zwar einmal so für die Mitte und da, wo dann, ich sag jetzt mal, die Säulen reinkommen, und 2 davon wären dann quasi hier Befestigungspunkte. Dann habe ich hier schon mal so ein bisschen abgemessen, wo dann, damit das oben nicht so übersteht. Da bin ich aber auch noch am Überlegen, oben was Hübsches drauf zu machen, aber da kann man ja immer noch gucken. Dann nehmen wir den Dremel. Wir werden jetzt hier erstmal so ein paar Löcherchen reinbohren. Erstmal vorbohren. Also ich muss sagen, das Ganze ist wieder mehr Arbeit, wie ich mir wieder gedacht habe. Ich habe jetzt erstmal die Löcher hier durchgebohrt. Ich bin jetzt hingegangen, habe jetzt hier das obere Teil abgesägt. Also, ja, das habe ich quasi gemacht, damit das hier nachher nicht so übersteht. Vielleicht mache ich hier auch irgendwie in der Mitte noch irgendwas drauf, aber mal noch später mal gucken. So, jetzt bin ich hingegangen. Die Schraube brauchen wir nicht. Die Gewindestange, die hatte ich ja, das war die dickere, die wollte ich eigentlich für die anderen Dinger nehmen. Bin jetzt hingegangen, habe von diesen Flaschen oben den Deckel abgemacht. Habe so halbwegs mittig ein Loch gebohrt. Bin jetzt hingegangen, habe die Gewindestange genommen. Mache dann einmal hier rein. Also wie gesagt, das ist jetzt die Theorie, ob das nachher so klappt, schauen wir mal. So, ich glaube, ich mache hier auch noch eine Unterlegscheibe bei. So, das hier rein. Machen wir den Deckel drauf.
Kann natürlich sein, wenn ich das so sehe, dass das vielleicht ein bisschen lang geworden ist von mir Gewinde. Vielleicht muss ich noch ein paar Unterlegscheiben mehr drauf. Ich habe nämlich keine Lust, das Ding jetzt nochmal zu kürzen. Ja, ich glaube, ich werde noch ein paar Gewindestangen drauf machen. Unterlegscheiben. Keine Ahnung, wie viel wir drauf machen. Oder noch eine Mutter. Eine Mutter müsste eigentlich auch gehen. Genau, wir machen eine Mutter. Das stabilisiert das Ganze dann noch ein bisschen. Also, hoffe ich. Aber wieder alles sehr theoretisch und experimentell. Aber wie gesagt, das ist ja das erste Mal, dass ich sowas in der Art baue. Ziehe das auch noch nicht richtig fest. Das ist jetzt erstmal nur so zum Gucken, ob das dann anschließend auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, das Ganze kommt jetzt schon ein bisschen. So. Wie gesagt, ich mache das jetzt noch nicht richtig fest. Habe ich die Unterlegscheibe vergessen? Ich glaube ja, ne Leute. Ja. Die eine ja, die andere nicht. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur so zum Testen. Dann haben wir jetzt hier quasi die Gewinde von den Flaschen. Natürlich ist das jetzt nicht fest gedreht, aber da müssen wir jetzt halt mal gucken, ob das noch funktioniert. Aber eigentlich sollte das ja so funktionieren. Jetzt haben wir hier die Getränkeflasche. Hier. Also das ging mir nämlich jetzt auch erstmal drum, dass ich schon mal messen kann, wie lange ich die Gewindestangen mache. Also im Endeffekt kommt dann hier eine Gewindestange da, um das Ganze quasi hier dieses Plastik da zu stabilisieren. Das kommt dann auch so hier drauf. Da muss ich jetzt sowieso noch ein paar Löcher bohren. Und zwar werde ich die Löcher noch ein bisschen größer machen. Und dann kann ich dann anfangen, schon mal so die ersten Dinger mit dem Gewindestange durchzumachen. Bin mal gespannt. Also mittlerweile, ich finde, das kann man schon, ich schalte mal dran, kann man schon ein bisschen erkennen, was das werden soll, oder? Wird ein bisschen groß, aber ich glaube, das passt für den Sommer. So, wie gesagt, das ist dann das mittlere Teil. Das legen wir jetzt hier erstmal hin. So, dann haben wir hier die Teile. Die müssen wir aber ein bisschen größer bohren. Die Löcher habe ich jetzt gebohrt. Jetzt werde ich die noch ein bisschen entgraten, soweit das halt geht. So, jetzt haben wir quasi die Teile. Jetzt brauche ich natürlich Gewindestangen. Ich glaube, zum Fixieren nehmen wir erstmal die 5 mm.
Ist natürlich wieder viel zu lang. Ich muss mal gucken, welche Länge wir ungefähr brauchen. Wir machen mal ein bisschen mehr. Ich behaupte jetzt mal so 40 cm. Die Stange hier noch lang genug. Oh ja, die ist mehr wie lang genug. So. Wir machen einfach mal 42. So, dann muss ich die Stange jetzt erstmal wieder zurecht sägen. Ich bin jetzt hingegangen, habe die Stangen ungefähr auf dieselbe Länge gekürzt. Naja, die eine ist ein bisschen länger, aber das ist jetzt erstmal nicht schlimm. Wir gehen jetzt erstmal hin. Das hier soll die Innenseite werden. Jetzt werden wir erstmal eine Seite schon mal das Ganze dran machen. Weil so ein bisschen Spiel können wir echt gebrauchen bei dem Ganzen. Nur damit ihr euch nicht wundert, das Ganze hier wird dann nachher noch mit Rohr verkleidet und dann noch angepinselt. So. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Also Leute, ich glaube, das kann funktionieren, so wie ich mir das hier vorstelle. In der Mitte wird natürlich dann auch noch fixiert, aber das mache ich dann später. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt noch ein bisschen lang. Der Kopf, der kann auch ein bisschen lang und groß sein, aber naja, gut. Muss mal gucken, vielleicht machen wir das Ganze auch noch ein bisschen kürzer, indem wir dann hier die Muttern rausmachen. Ich glaube, das will ich machen. Dann kommen wir noch mal einen Zentimeter. Das müsste so klappen. So, dann kommen dann quasi hier noch Kunststoffrohre drüber. Da muss ich dann noch gucken, wie ich das mache. Hier auf die Seite klebe ich jetzt noch Matten. Und zwar mit dem Hintergrund, dass ich quasi hier, naja, ist jetzt ein bisschen blöd zu zeigen. Da muss ich das Ganze mal wieder losmachen. Dann mache ich auf der Seite. Dann geht es was einfacher. Aber wenn ich das ungefähr die Stange auf beiden Seiten gleich lang da mache, dann muss das eigentlich funktionieren, so wie ich das denke. Aber ich muss es auf jeden Fall in der Mitte noch dann fixieren. Aber prinzipiell bin ich schon mal zufrieden. So. Wie gesagt, ich habe mir dann überlegt, ich mache dann quasi hier Matte drauf. Die habe ich ein bisschen größer. Ich schneide da den Rand um und werde das dann quasi hier drauf und werde dann hier so ein bisschen einbrennen, damit das halt tiefer reinkommt zum Verkleben. Ich denke mal so quasi als Fixierung. Ich denke mal, dass das funktionieren wird. Kleben wir die jetzt da so drauf. Die Löcher, die machen wir dann mit dem Lötkolben. Da muss ich mir sowieso noch überlegen, wie ich das dann nachher am besten mache mit den... Ah, da habe ich auch schon eine Idee. So. Dadurch, dass ich das Ganze sowieso dann noch irgendwie mit ein bisschen Matte kaschieren werde. So, dann gucken wir mal ungefähr mit den Rohren, wie lang die werden müssen. Ja. Ich glaube, ich baue das gleich erst noch mal zusammen. Ich bin mir da nämlich jetzt nicht so ganz schlüssig, ob das so optimal ist. Muss mal gucken. So. Prinzipiell. Müsste das hier ungefähr reichen. Wir machen einfach mal 36 cm. Müsste eigentlich hinhauen. Gucken wir nochmal mit den Stangen. Ja.
Also 36 müsste bei den Rohren hinkommen. Das legen wir jetzt erstmal hier ein bisschen auf Seite. Jetzt muss ich aber ehrlich sein, ich habe mal wieder einen kleinen Denkfehler gemacht. Und zwar, die 36, die kommen ja nur auf die Seiten. Für die Mitte muss ich das Ding ja noch ein bisschen kürzer machen. Und zwar machen wir die 36 von den 36 ziehen wir dann 4 ab, sind wir bei 32 und von diesen 32 machen wir die Hälfte, wären 16. Also brauche ich ein Stück, beziehungsweise 4 Stücke, die 16 lang sind. Sind nicht so ganz hundertprozentig lang, also gleich lang. So, jetzt ziehen wir mal hin, dann werden wir das hier mal zusammenpappen. Müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier ein kleines Loch durchmachen. So, jetzt haben wir die Teile. Dann machen wir da auch noch überall Löcher rein. Die Teile kommen dann quasi so dann da drauf. In der Zwischenzeit, wo das hier trocknet, beziehungsweise Lötkolben heiß wird, schmürgen wir noch so ein bisschen und graten das Ganze hier. Auf jeden Fall riecht es schon, als wenn es warm ist. Das ist schon mal gut. Wo ich meinen super Schleifstein habe. Also Leute, ich habe schon mal ein bisschen was vorgearbeitet mal wieder, damit das nicht alles zu lang wird. Zwar bin ich hingegangen, habe die Teile ja schon mit Flexipaint gepinselt. Bin hier bei dem oberen Teil schon hingegangen, habe hier Verzierungen drauf gemacht, und zwar Abgüsse. Habe da mehrere Schichten Flexi drauf gemacht und dann halt die Abgüsse drauf. So sieht das jetzt hier schon mal aus. Das machen wir jetzt bei dem Teil auch noch. Den lege ich mal auf Seite. So, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Dann habe ich noch ein paar Kreise ausgeschnitten, und zwar bin ich hingegangen, habe hier noch einen kleinen Kreis drauf. Ich wollte ja eigentlich mit dem Lötkolben für die Flaschen, Moment, ich zeige da mal, wollte ja eigentlich für die Flaschen quasi das einbrennen. Bin aber jetzt hingegangen und habe mich dann dazu entschieden, muss mal ein bisschen auf Seite tun, so einen Ring zu machen, in den das Ganze dann reinkommt. Also so. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Habe schon ein bisschen was drauf gemacht. Also ein bisschen schwarz. Damit man hier kommt da dann vielleicht nicht mehr so gut dran. Dann bin ich hier hingegangen, habe in der Mitte diese Matten aufgeklebt. Das soll dann quasi als Auflagefläche sein, wenn ich das hier drauf mache. Ein bisschen großzügiger gemacht, damit ich am Rand noch was abschneiden kann. Dann bin ich hier mit 6er Matte drumherum gegangen. Also dass da hier so ein Rand ist. Ne? Das habe ich dann für beide Seiten quasi gemacht.
So. Ich glaube, so langsam kann man sich das gut vorstellen, wie das nachher aussehen wird. Wie gesagt, hier kommen dann noch diese Plastikteile. Da bin ich dann auch schon mal hingegangen, damit das nicht zu viel wird auf einmal für euch. Und zwar habe ich jetzt hier noch so ein Dreiermattenstück drumherum. Das soll dann quasi so ein bisschen wie so ein Flansch sein. Bin dann aber hingegangen, weil das ist ja Kunststoffrohr. Und auf diesem Kunststoffrohr hält Flexipaint ja nicht. Bin dann hingegangen, habe so ganz normalen Pattex Sprühkleber genommen und habe das Rohr, bevor ich dann mit dem Flexipaint drüber gegangen bin, komplett damit eingesprüht. Erstmal eine Hälfte irgendwo eingeklemmt und dann die andere Hälfte. Natürlich trocknen erstmal lassen. Wie ihr seht, das ist jetzt, ich glaube, die erste Schicht. Also auf jeden Fall, ne, hier auf der Stelle, auf der schon die zweite, glaube ich. Da mache ich jetzt quasi ein paar Schichten drauf. Und werde dann anschließend, wie bei dem Stiel, den ich euch gerade gezeigt habe, noch so Verzierungen drum machen. Also quasi hier, ne? Also sowas dann drüber. Muss ich dann noch gucken, was ich drauf mache. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Auf jeden Fall kommen dann da Verzierungen drum. Und hier am Rand dann vielleicht noch irgendwas anderes. Dann kommen die Teile quasi hier rein. Ne? Ich denke mal, das kann man sich gut vorstellen, wie das dann sein wird. Klappt, wie gesagt, ziemlich gut. Man muss halt den Kunststoff mit Pattex oder irgendwas anderen am Kleber, also auf jeden Fall, oder Haftgrund. Gibt es ja auch extra für Kunststoff, also sowas in der Art. So, dann stellen wir mal auf Seite. Die Sachen brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das können wir auch auf Seite tun. So, dann gehen wir jetzt hin und machen den Stiel. Ja, fertig. Wie gesagt, hier wo das Holz ist, kommt Leder dran. Jetzt muss ich noch gucken. Ja. Ich hatte schon ein paar Teile ein bisschen vorgeschnitten. So. Und für die Leute, die halt immer fragen, wie du das drauf machst, wie ihr seht, wenn das noch relativ frisch ist, also ich sage jetzt mal nicht älter wie ein paar Tage, hält das eigentlich ganz gut aufeinander. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Also Leute, soweit sind wir jetzt schon mal. Ich denke mal, der zweite Teil, das reicht jetzt erstmal. Und im dritten werden wir dann das Ganze dann alles zusammenbauen und schön hübsch machen. Dann kriegt dann alles Farbe, die Verzierungen, die restlichen kommen auf die Stangen und dann kann ich das Ganze zusammendübeln. Ein paar Stellen muss ich noch dann rumkleben, aber das seht ihr ja dann im dritten Teil. Ich will das nicht so lange machen, weil das ist, wie gesagt, ich hatte schon echt ein bisschen, ja, es ist schon was aufwendiger, wie ich angenommen hätte. Also eigentlich nicht von der Arbeit selber her, also eigentlich mehr von der Tüftelei, weil man relativ viel rumtüfteln muss, dass das nachher alles irgendwie funktioniert. Der Stiel, also die Stiele, mal abgesehen von den Gewindeschrauben und das, was da rein musste, war das eigentlich noch so ziemlich das Einfachste. Der Kopf ist wirklich das Aufwendigste, weil ich dann bei einigen Sachen halt erstmal gucken musste, wie das passt und. Aber ich will euch nicht mit den Details jetzt langweilen. Ich hoffe mal, das ganze Thema gefällt euch. Dann freut euch schon mal auf den dritten Teil, wenn das Teil fertig ist. Dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch wieder ein bisschen geholfen bei euren Projekten. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekten. Wir sehen uns.